Hallo meine Schönen. Oh mein Gott, was war das bitte für eine Session? Also ihr kennt mich, meine Gedanken sind ja manchmal sehr wirr und das sieht man in den Videos, beziehungsweise ich teile euch das, weil ich einfach euch zeigen will, dass niemand perfekt ist und dass man auch unperfekt mit YouTube starten kann. Aber Leute, ich war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass strukturiert war, beziehungsweise es hat einfach so geflowt, also wirklich die Art und Weise, wie ich spreche in dem Interview. Also ich bin beeindruckt. Ich habe wirklich meine persönlichsten Momente geteilt. Ich habe meine, wie nennt man, ja, meine wertvollsten Erkenntnisse und Nuggets aus meinem Leben geteilt. Und ja, also ich habe mir das Video gerade von Anfang bis Ende angeschaut und ich bin einfach nur begeistert. Also es ist wieder sehr, sehr persönlich, aber es ist einfach so, so viel wertvoller Inhalt mit dabei, was ihr auch direkt in euer Leben integrieren könnt. Deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch dieses Video an. Es gehört wirklich unter anderem zu einer meiner Favorites von all meinen Videos, die ich jemals gedreht habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Okay, also, hallo zusammen zum Sapien Playground. Heute auf Deutsch, in deutscher Sprache. Erste Episode war auf Englisch und herzlich willkommen, mein zweiten Gast. Ich habe hier Jenny heute. Wie geht's dir, Jenny? Hi, mir geht's super. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier angefragt hast und dass ich hier bei deinem Interview dabei sein darf. Ja, definitiv. Also ich denke, wir werden über sehr spannende Sachen reden. Ich glaube, es wird um alles Mögliche gehen. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die man reden kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so über alles Mögliche reden werden und die Hälfte nicht abdecken werden, was ich mir so bin gespannt, habe. weil ich weiß nämlich noch gar nicht, welche Fragen du mir stellen wirst. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber ich freue mich. Ja, okay, also vielleicht zum Anfang stelle ich erstmal ganz kurz vor. Ganz kurz, 4 Fragen. Wie ist dein vollständiger Name? Wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsessen und deine Lieblingsübung, was Sport angeht? So ganz kurz und dann machen wir eine längere Introduction. Ja. Ich bin Jenny Lee, ich bin 24 Jahre alt, aber in einem Monat werde ich 25, am 12.07. Mein Lieblingsessen und Lieblingsworkout. Lieblingsessen, ich esse so viel gern, also ich habe gar kein Lieblingsessen. Ich esse gern gesund, aber auch, ich gönne mir aber auch voll gern Dessert. Mein Lieblingsdessert kann ich euch sagen, das sind diese Schokoladenkuchen, die innen drin flüssig sind. Also so Lavakuchen mit Vanilleeis daneben. Okay, ja, das verstehe ich. Ja, Sport mag ich auch, alles Mögliche am liebsten. Aber vielleicht eine Übung? Okay, tanzen, ja gut. Sportart, tanzen, Sportart, tanzen läuft, okay, ja, hat man, kann man auf deinem Insta sehen. Du bist eine leidenschaftliche Tänzerin. Tanzen ist toll. Lass uns darüber kurz reden. Wie bist du zum Tanzen gekommen? Ich habe schon immer Musik und Tanzen geliebt. Ich bin, glaube ich, 2012 habe ich dann auch das richtig dann in einer Tanzschule gemacht, also Hip-Hop, Videoclip, Dancing. Davor habe ich auch schon immer getanzt, aber sowas wie Ballett und solche Sachen. Cheerleading habe ich gemacht, Garde. Aber so richtig, was mir richtig Spaß macht, auch mittlerweile, ist so Hip-Hop, Salsa, Bachata. Ich bin ja auch Zumba-Instructor, also habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und alles so in die Richtung. Ja, toll. Vielleicht, also auf jeden Fall was ich denke, für sehr viele sehr interessant auch sein wird. Und es war auch für mich sehr interessant, über deine Geschichte, sag ich mal, zu erfahren, wenn du Lust hast, das mit uns zu teilen. Vielleicht etwas einfach über deine Story, über deine Vergangenheit, wie du dazu gekommen bist, wo du jetzt bist und wie du jetzt bist und zu deinem Punkt, in dem du in deinem Leben quasi angekommen bist, welche schwierigen Momente du durch welche schwierigen Momente zu sagen du durchgehen musstest. Ich denke, da gibt es eine Menge, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es gibt einige. Also wenn ich wirklich aushole, dann sitzen wir noch bis morgen Abend hier. Deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Also tatsächlich hatte ich einen Schlüsselmoment. Also es gab mehrere, aber der erste Schlüsselmoment war tatsächlich 2016, wo ich
ja sehr, sehr stark auch in die Richtung Depression einfach gegangen bin. Also sehr, wie soll ich sagen, jeden Tag irgendwie traurig und sehr in mich hineingekehrt war und einfach extrem unglücklich mit mir selber und mit meinem ganzen Leben war. Ich hatte ja kaum richtige Freunde in der Schule, habe mich ein bisschen so auch ausgegrenzt gefühlt und das Schlimmste war eigentlich die Situation zu Hause, wo ich mit meinem Vater und mit meiner Stiefmutter und ihren Kindern gewohnt habe, die mich einfach systematisch aus der Familie halt ausgegrenzt hat. Die sind immer ohne mich irgendwie in den Urlaub gefahren und nicht essen gegangen. Es war so ein bisschen wie so Aschenputtel-mäßig, dass ich dann immer das komplette Haus putzen musste und die haben sich dann immer einen schönen Tag irgendwie gemacht. Und es war halt als Kind natürlich sehr, wo man halt noch nichts versteht, so war es natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil ich mich immer sehr alleine gelassen gefühlt habe und immer dachte natürlich, dass der Fehler auch an mir liegt und was halt an mir falsch ist. Und es war tatsächlich, ich war wirklich kurz davor, das war wirklich 2016, kurz vor meinem Abi, dachte ich mir so, ich kann nicht mehr, ich habe keine Energie, ich habe keine Lebensfreude in meinem Leben, ich habe so nichts, was mich irgendwie am Leben hält und habe mir schon so etliche Szenarien ausgemalt, wie es am schmerzhaftesten sozusagen ja, von dieser Erde gehen könnte. Das war mit 19. Aber irgendwas in mir, irgendein Feuer in mir hat dann noch gebrodelt und hat irgendwie mir dieses Gefühl gegeben, aber es kann doch nicht gewesen sein mit 19. Ich habe noch nichts von der Welt gesehen. Ich weiß nicht, was es überhaupt noch gibt. Und ich hatte irgendein Licht noch in mir, was halt mich dann noch weiter im Leben gehalten hat und gedacht. Und ich hatte auch natürlich schon eine Lösung in meinem Kopf und dachte mir, okay, wenn ich mein Abi schaffe, dann sind eigentlich die zwei größten Klunker, die mich sozusagen so runterziehen in meinem Leben. Einmal, ist halt die Schule gewesen und die ganzen Mitschüler, wo ich auch Mobbing erfahren habe, sowie das Zweite, dass ich halt wusste, dass ich nach dem Abi halt ausziehen darf und wusste halt, dass es dann halt beides sozusagen nicht mehr da ist und dass mein Leben auf jeden Fall besser werden wird. Und im Abi, wenn ich mich recht erinnere, wurde dir ja auch quasi nicht wirklich Mut gemacht. So, ne? Nee, Leute die haben alle gar nicht an mich geglaubt. Gar nicht geglaubt haben, ja, dass du das Abitur schaffst, ne? Ja. Also das fing auch schon bei meiner Realschule an. Da hat immer meine Lehrerin gesagt, ja, also Abi ist nichts für dich, mach lieber eine Ausbildung. Meine Mama hat das bis zum Abi immer noch gesagt, mach eine Ausbildung, Abi wirst du nicht schaffen. Als ich schon im Abi dann war, also mich dafür entschieden habe, das zu machen, haben einige Lehrer auch gesagt, willst du nicht doch lieber Fachabi machen? Also immer so mich runtergestuft sozusagen, ja, schaffst du doch eh nicht. Und es haben auch tatsächlich einige Lehrer mich total gemocht, aber trotzdem die Hälfte davon hat trotzdem halt nicht an mich geglaubt, auch wenn sie mich gemocht haben. Die andere Hälfte haben sich nicht so wirklich dazu geäußert, aber die meisten Lehrer und Mitschüler haben halt einfach nicht an mich geglaubt. Ich wusste einfach nur, ich muss mein Abi schaffen, weil sonst ein Jahr länger in dieser Familie werde ich nicht aushalten. Und deswegen ich war so fleißig. Ich hab so viel gelernt, einfach, dass ich mein Abi schaffe. Und ja, am Ende habe ich es halt geschafft. Das ist angezeigt, ja, ne? bin ich auch. Ja. Ich weiß doch ganz genau, da war so ein Typ, der war richtig geschockt, weil ich glaube, er hat kein Abi geschafft und ich habe es geschafft und der hat mich halt auch immer so richtig fertig gemacht und gemobbt. Und der war so richtig geschockt. Der so, was, du hast Abi geschafft? Nice. Ich so, ja, ich habe mir Mühe gegeben. So. Aber sag mal, halt, ja. du sagtest, irgendein Feuer hat dich sozusagen am Laufen gehalten. Kannst du dich erinnern, was das war, was dich quasi nicht aufgeben lassen hat, was dich irgendwie diese Triebkraft gegeben hat, dass du sagtest, ach nee, es gibt doch noch einen Sinn, weiterzumachen und weiter zu kämpfen sozusagen? Ich habe mich immer versucht, selber zu motivieren. Also tatsächlich damals haben mich total diese motivierenden Sprüche haben mich total motiviert. Also es war so der Anfang in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe es damals schon unterbewusst gemacht und dann später dann bewusster sozusagen. Und
ja, das war tatsächlich das, wo ich dachte, es gibt einfach noch mehr. Und weil ich wusste, dass wenn ich mein Abi schaffe, dann wollte ich halt danach auch reisen und einfach mehr sozusagen von der Welt sehen. Und ich habe halt jahrelang halt einfach schon Geld gespart und könnte das dann halt auch einfach machen. Und was ich ja dann auch gemacht habe, meine erste Reise alleine war dann der Schlüsselmoment tatsächlich, wo ich dann das erste Mal diese Freiheit, diese Liebe in mir gespürt habe, die ich halt in meinem Leben so nie gefühlt habe. Und als ich alleine war und alleine auf Reisen neue Menschen, neue Kultur kennengelernt habe, herzliche Menschen und einfach das machen konnte, was ich will am Tag, das hat mir so viel Freude und Leichtigkeit in meinem Leben gegeben, dass ich mich wirklich da entschieden habe, ich will nie wieder für andere leben, was ich wirklich getan habe. Ich habe immer allen's recht machen wollen, war immer leise, habe nie meine Meinung geteilt, irgendwas von mir gezeigt. Ja, und das war wirklich der Moment, wo ich dann mich für mich entschieden habe. Und seitdem an, ja, arbeite ich an mir und ja, mittlerweile ist es nicht mehr dieses Arbeiten in Anführungszeichen, sondern ich lasse es einfach flowen. Es ist nicht mehr dieses typische Persönlichkeitsentwicklung, was man von früher kennt, was ja auch mittlerweile so Mainstream geworden ist, sondern mittlerweile ist es wirklich ja, die Lebenserfahrung sammeln, immer mehr. Einfach leben. Ja, einfach das Leben und mehr meiner Intuition folgen. Und, ja. Ja, darüber werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen sprechen. Ich hätte noch eine Frage zu, was du gerade eben noch gesagt hast. Du hattest wenig Leute, die irgendwie auf deiner Seite waren und dich unterstützt haben, aber gab es denn zu der Zeit irgendwelche Bezugspersonen, an die du dich wenden konntest, oder warst du da völlig alleine und auf dich gestellt und musstest da alleine durch? Weil ich meine, es ist schon eine sehr schwierige Geschichte und eine sehr schwierige Situation. Vor allem, du bist ja, wann bist du bist ja nicht in Deutschland geboren worden, oder? Doch, auch wenn mein Deutsch nicht so klingt. Nein, sorry. Auch wenn ich weiß. Nein. Ich glaube, da hatte ich falsch in Erinnerung. Ich habe falsch in Erinnerung. Ja, alles gut. Ich krieg diese Frage so auf. Sorry, deine Eltern waren aber, die kommen... Ja, genau. Meine Eltern ich dachte, du bist später, bist vielleicht als kleines Kind oder so hierher gekommen. Ich habe falsch in Erinnerung. Aber das stimmt schon. Also ich habe vietnamesischen Hintergrund. Meine Eltern haben mit mir jahrelang falsches Deutsch gesprochen. Deswegen ist mein Deutsch auch gebrochen. Mein Deutsch ist völlig also mittlerweile, ja. Also ja, ich habe diese Frage schon öfter bekommen. Nein. Nicht. Die Frage war nicht, alles gut. Die Frage war nicht, weil dein Deutsch irgendwie schlecht klingt. Alles gut. Nein, ich sehe es locker. Okay. Aber hattest du Bezugspersonen zu der Zeit oder wie war das? Also die meiste Zeit war ich schon sehr allein und habe mich sehr alleine gefühlt. Okay. Natürlich habe ich immer mal wieder da ein paar Freunde gehabt, aber es war... aber im Endeffekt, ich bin diesen Weg alleine gegangen. Ich hatte natürlich eine beste Freundin, mit der ich alles geteilt hatte, das schon. Aber sie hat auch in einer anderen Stadt gelebt, das heißt, ich konnte sie nicht irgendwie öfter sehen oder so. Das war eher so dann, dass ich mit ihr irgendwie telefoniert habe oder sowas. Ja. Aber an sich war ich die Tage schon immer sehr alleine. Ja. Also physisch war ich vor allem auch alleine. Ja, ich denke, das wird generell, wenn man so eine Geschichten hört, wenn andere so eine Geschichten hören, dann ist es auf jeden Fall... weil ich denke, es gibt viele Menschen, die in so einer Situation sind, draußen, oder in einer ähnlichen Situation sind. Und wenn sie hören, dass andere Menschen sowas auch hatten und da, ich sag mal, durchgekommen sind und jetzt ein glückliches Leben sozusagen führen können und mit sich im einen sind, ich denke, das wird vielen sozusagen auch viel Mut und so weiter geben können, wenn man so eine Geschichten hört. Das hoffe ich. Ja, lass mal darüber sprechen, wie genau deine Schritte zur Persönlichkeitsentwicklung sozusagen, du hast es ja so kurzzeitig angesprochen, mittlerweile bist du ja in so einem Flow-State, wie du meintest, du folgst deinem Herzen, du folgst deiner Intuition und so weiter. Aber ich denke, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, was du so, oh, jetzt Flow-State. Ja, das war ja ein langer Prozess, ne? Wahrscheinlich kann man sich so banal in Schritte einteilen, aber welche Schritte, sag ich mal, hattest du auf dem Weg dorthin durchgangen? Also mein Lebensweg kann man natürlich nicht 1:1 übertragen. Also den Weg, den ich gegangen ist, heißt nicht, dass ich das gleich irgendwie mal empfehlen würde. Klar. Ich würde tatsächlich nach heutiger Sicht einfach empfehlen, folg deinem Herzen und hör auf deine innere Stimme. Nur du kennst dich, nur du kennst die Wahrheit und ja, das alles andere wird sich ergeben. Je öfter du dich für dein Herz entscheidest, werden Situationen kommen, die dich immer mehr
ja, deinem Weg sozusagen, die immer mehr zeigen und wo du immer mehr weißt, okay, das ist wirklich mein Weg. Aber damals habe ich, also wie gesagt, angefangen, wo mich diese Sprüche halt motiviert hatten. Dann bin ich auf Events gegangen, wo ich dann unglaublich viele motivierende Menschen getroffen habe und das erste Mal halt wirklich so positive Menschen, auf positive Menschen getroffen bin, was halt total Neuland für mich war. Ich dachte mir immer so, weil meine ganze Family und die Schule war immer alles so negativ und pessimistisch und es war für mich dann so, oh mein Gott, die sind alle so cool. Und da habe ich auch bis heute immer noch unglaublich tolle Menschen in meinem Freundeskreis. Also doch, das kann ich empfehlen. Geht auf Events, lernt Leute kennen, die einfach einen ähnlichen Weg gehen wie ihr und kreiert euren Circle, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr sein könnt zu 100% und einfach, wo ihr euch gegenseitig pusht. Genau, das war mein Weg mit den Events. Ich habe dann angefangen zu lesen, mich da in der Hinsicht weiterzubilden in verschiedenen Richtungen. Ich habe tatsächlich nie so richtig Romane oder so gelesen, sondern es war eigentlich immer ein Buch, was irgendwie eine Message hatte oder mich irgendwie weitergebracht hat in meinem Leben. Verstehe ich, ja. Ja, und mittlerweile, ich reise ja schon seit über einem halben Jahr und jetzt bin ich halt total einfach, ich lebe einfach nur noch richtig im Moment. Ich kann natürlich hier aktuell nicht so viel auf Events gehen oder lese tatsächlich auch nicht so viel, einfach weil ich halt diese Erfahrung gerade in meinem Leben einfach mache und so viel am Tag oder in der Woche halt erlebe. Das ist das. Ich schreibe gerade mein eigenes Buch, kann man so sagen. Lebe gerade meine eigene Geschichte. Aber das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, weil man ist irgendwann bei so einem Punkt, wo man anfängt, so krasse, intelligente Bücher zu lesen und irgendwelche motivierenden Videos anzugucken und denkt sich so, yeah, Persönlichkeitsentwicklung, aber man kann so viel eigentlich lesen und gucken, wie man will. Ich finde den Punkt super, super spannend, aber am Ende, ich sag mal, bringt das ja alles nichts, wenn ich das nicht auch anwende und nutze und das im Leben irgendwie, 100%. weißt du, also würdest du jetzt dann den ganzen Tag irgendwelche krassen, tollen, klugen Bücher lesen, wäre alles schön und gut, aber das bringt dich ja, es würde dich, glaube ich, viel mehr weiterbringen, wenn du das so machst, wie du das jetzt gerade machst, wenn du einfach quasi dein Leben dann lebst. Würde sich nichts im Leben verändern, wenn man nur Bücher liest oder einfach nur irgendwo auf Events hingeht, um da zu sein. Man muss natürlich diese Erkenntnis, diese Learnings natürlich auch im Leben integrieren. Genau. Aber apropos Events, ist mir gerade nur eingefallen, dass wir beide hatten uns ja auch bei einem Event kennengelernt. Das war super witzig. Das war super witzig. Ich will kurz die Story erzählen, weil das ist immer lustig, wenn ich zurückdenke. Das war das Berlin Fitness Festival. Das war quasi ein Sportevent. Und ich weiß nicht, was du da quasi machen wolltest, aber ich habe dich aus deinen Plänen rausgezerrt. Weil es war eine Challenge am Laufen. Das war eine Partner-Challenge und es musste quasi immer Partner plus Partnerin, also ein Mann und eine Frau zusammen teilnehmen. Und ich war so, oh geil, Challenge, ich will teilnehmen, aber ich war da allein und hatte keine Partnerin. Und ich bin dann so, habe ich noch ein paar Minuten Zeit, mir jemanden zu suchen? Also ja, okay, lauf und such dir jemanden. Und dann bin ich ein bisschen durch das Gebäude rumgelaufen und du standest da so random mit deinem Handy. So, ey, sorry, ich brauche eine Partnerin für die Challenge. Willst du mitmachen bei der Challenge? Und dann wurden wir Zweiter. Also, das war witzig. Ja, aber auch nur, weil unser, wie soll ich sagen, der gezählt hat, einfach. Ja. Der war richtig. Man muss ehrlich sein, das war so knapp, wir sind quasi gleichzeitig fertig geworden. Also. Ja, der hat nicht richtig gezählt, der hat uns richtig verwirrt. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, der hat eine richtig andere Zahl gesagt. Ich habe nämlich in meinem Kopf mitgezählt und er hat dann so gesagt, irgendwie so, keine Ahnung, so 12, obwohl wir schon irgendwie 14 hatten oder so. Und ich so, was? Ja, aber der hat es bestimmt nicht böse gemeint. Der war bestimmt. Nein, auf gar keinen Fall. Der hat hier einfach verzählt. Ich meine, kann immer passieren. Ja, voll. Ja, aber ich stimme auf jeden Fall zu. Events ist eine richtig coole Sache. Und generell, ich bin mehr so ein Freund von Sportevents, weil das ist einfach so, da verbinde ich gleich zwei Leidenschaften sozusagen. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich denke für Menschen, ich weiß nicht, was würdest du sagen? Würdest du Menschen, die eher introvertiert sind oder eher so auch in so einer Situation waren wie du, in sich gekehrt, denkst du, für die ist es ein guter Rat, dass sie sich mehr auf Events begeben sollen? Ich finde, man sollte mal das machen, was sich richtig für einen anfühlt. Ich weiß nicht, was die Hintergrundstory ist oder wo gerade jemand steht. Für mich
hat es sich einfach richtig angefühlt, jetzt einen anderen Weg zu gehen und mein Leben zu verändern, weil ich einfach unglücklich war. Und oh, warte mal einen Moment. Alles gut. Ciao. Ciao, text me. I will. Okay. Good ride. Bye. Ciao. Sorry. Alles gut. Alles gut, das ist kein Problem. Ja. Okay. Ja, erzähl mal kurz, wo du gerade bist. Ich glaube, die Zuhörer haben keine Ahnung, wo du gerade bist und wie deine Reise war. Du warst ja erst an einem Ort, jetzt bist du an einem anderen Ort. Und vielleicht auch ganz kurz, was deine Ziele oder Pläne in Anführungsstrichen sind. Ich weiß, dass es die wahrscheinlich nicht so wirklich gibt, weil du so bist, ich mache als nächstes mal gucken. Aber was du so im Mind hast und wo du so warst. Ja, gerne. Interessant. Also aktuell bin ich in Brasilien seit fast 3 Monaten. Mache gerade Couchsurfing, beziehungsweise mittlerweile sind es auch einfach Freunde von mir geworden, weshalb ich auch ja so chille. Und das war gerade ein anderer Couchsurfer, der aus Venezuela kommt und er hat sich verabschiedet von mir, weil er jetzt weiterreist. Genau. Und mein erstes Ziel war Sansibar, Tansania in Afrika. Geplant, in Anführungszeichen, war dieser eine Monat, wo ich einfach Energie tanken wollte, weil einfach 2020 mir meine Energie ausgesaugt hat und ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss hier raus aus Deutschland. Und als ich dann in Sansibar war, ich glaube, nach einem Tag habe ich schon so krass meine Energie aufchargen können. Und auch die ganze Zeit über sind mir so wundervolle Dinge einfach passiert, weil ich halt immer meinem Herzen, meiner Intuition gefolgt habe. Und da habe ich einfach gemerkt, fuck, ist es so scheißegal, was andere oder was die Gesellschaft von dir verlangt oder was andere von dir erwarten. Ich mache das, was sich für mich richtig anfühlt, weil ich liebe mein Leben genauso, wenn ich halt einfach meinem Herzen folge. Und dann hatte ich mich ja entschieden, dass ich nicht mehr zurückkommen möchte nach Deutschland und war dann schon so, ich wandere aus, ich bleibe hier in Sansibar. Und ja, nach einer Zeit habe ich irgendwie gemerkt, okay, ist mir tatsächlich, ich habe ja mit YouTube dann angefangen gehabt zu der Zeit und es sind ultra viele Leute sind dann durch mich auch nach Sansibar gekommen, also weil es halt niemanden gab, der darüber gesprochen hat und dann hatte ich sie irgendwie damit inspiriert, weil ich halt so verliebt war in diese Insel. Und dann ist es mir tatsächlich ein bisschen zu touristisch geworden. Nach 3 Monaten hat es sich ein bisschen gewandelt, dass zum Beispiel die Preise doppelt so teuer geworden sind und dass das halt einfach überfüllt war. Und dann wollte ich einfach wieder Zeit für mich haben, bin aufs Festland gegangen, was auch super. Also ich bin dankbar für jede Erfahrung und für jeden Impuls, den ich sozusagen bekomme und dann halt meinen Weg halt gehe. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich halt nicht wirklich viel plane, weil am Ende läuft es anders, weil ich zu 100% meiner Intuition folge und was morgen ist, weiß ich nicht. Und dann zum Beispiel das mit Brasilien war auch nicht geplant so. Ich hatte nämlich einen Trip mit Sage Staatenlos gewonnen und ich wollte unbedingt das Coaching mit Christoph Feuermann haben und halt einfach diese Erfahrung machen und habe dann halt den Flug nach Brasilien gebucht. Und am Ende ist halt wieder anders gekommen, ne? Und ich habe ja auch nur geplant, 1 Monat hier zu bleiben und jetzt bin ich hier schon 3 Monate. Deswegen, ich folge einfach dem Flow, ich gehe mit dem Flow und was ich aber so weiß, wo ich auf jeden Fall noch hin möchte, ist auf jeden Fall Mexiko, diesen oder nächsten Monat und ja, mehr habe ich nicht geplant. Ich schaue einfach, was sich ergibt, was sich richtig anfühlt. Ja, das hört sich spannend an. Das hört sich sehr spannend an. Auf jeden Fall noch weiter viel Spaß bei den Reisen, weil ich denke, solche Erfahrungen zusammen, ich denke, das ist sehr viel wert und vor allem auch einfach die Zeit, die du da auch du hast ja selbst gesagt, mit tollen Menschen dort verbringst und einfach neue Menschen kennenlernst, neue Umgebungen kennenlernst und neues Essen kennenlernst, safe, das ist ein großer Faktor, weil ich kann mir vorstellen, dass es mega spannend ist, dort auch neue Sachen zu probieren, ne? Ja, vieles. Nicht nur das Essen. Ich habe sehr, sehr viele meine erste Male hier gehabt. Genau. Ja, krass. Okay, krass. Nice. Dinge, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. I know. Guck mal, du hast jetzt schon einige Male etwas angesprochen, was ich super schön finde und was aber ziemlich, ich sag mal, so klingen kann, leichter gesagt als getan, weißt du? Was du meintest zum Beispiel,
seinem Herzen folgen, seiner Intuition folgen und mit dem Flow und so weiter und nicht das, oder nur so quasi nicht darauf achten, was die anderen von dir denken und nur das machen, was man möchte, sozusagen, was das Herz sagt. Das ist, also ich kann dieses Prinzip, ich denke, das ist super wertvoll, weil nur so können wir eigentlich irgendwie herausfinden, zu was es uns quasi wirklich zieht. Aber jetzt sozusagen die Frage, die sich vielleicht viele stellen, ja, wie mache ich das denn so? Wie höre ich denn jetzt einfach auf mein Herz, so auf meine Intuition? Was würdest du da sagen, wenn jemand so zu dir ankommt? Das ist ein Prozess. Es gibt nicht so ein Tipp, was man so machen kann. Ich würde schon behaupten, je öfter du einfach, also unser Gehirn und unsere Gewohnheit ist wie ein Muskel, den man halt trainiert. Je öfter du Dinge machst, zum Beispiel, bevor du Angst hast, desto weniger wirst du Angst haben. Das habe ich an mir selber lernen dürfen, erfahren dürfen. Genauso wie je öfter du deinem Herzen folgst, je öfter du auf deine Intuition vertraust, je mehr wirst du wissen, okay, was ist jetzt mein Kopf, der sozusagen mir was einredet oder was will wirklich mein Herz. Und am Anfang weiß ich, ist es total schwer und man weiß es gar nicht, okay, was will mein Herz eigentlich? Vor allem, wenn man halt ein Mensch ist, der halt sehr viel nachdenkt, was ich halt auch total war, der dann alles so zerdenkt und dann am Ende gar nicht mal wusste, okay, was will mein Herz jetzt eigentlich? Absolut. Und da ist es tatsächlich einfach machen, einfach eine Entscheidung treffen und am Ende wirst du spüren, okay, ist es jetzt richtig für mich, fühlt es sich richtig für mich an oder nicht? Und dann entscheidest du dich wieder und machst eine neue Erfahrung. Und von da aus entscheidest du dich wieder neu und wieder und dann irgendwann spürst du einfach, okay, was ist meine Wahrheit, was ist das, was sich für mich richtig anfühlt, das ist das, was mein Herz will. Aber was ich als Tipp geben kann, ist, also was ich bei mir halt sehr stark spüre, ist, wenn ich eine Entscheidung treffe, die aus dem Herzen kommt, die wirklich meine Intuition ist und meine innere Stimme mir sozusagen sagt, wenn ich wirklich diese Entscheidung treffe, dann fühlt es sich danach leicht an, als würde Ballast vom Körper runterfallen. Wenn ich mich für etwas entscheide, wo ich denke, okay, ich will das ist das, was mein Herz will, aber es ist eigentlich so, was dein Ego will oder was dir jemand eingeredet hat oder du dir sogar selber eingeredet hast, das ist das Richtige, das fühlt sich dann schwer an. So, und deswegen gehe ich immer sehr nach meinem Gefühl, wie fühlt es sich an für mich. Okay, ja, da kann ich voll zustimmen. Ich denke, das ist auch gut, wonach man das am Anfang so ein bisschen auseinanderhalten kann, weil ich denke, sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, heutzutage ist sehr stark davon beeinflusst, was sozusagen angebracht ist in der Gesellschaft sozusagen, weißt du? Ja. Ich muss jetzt studieren, ich kenne das extrem viel, sogar von meinen Klassenkameraden, ehemaligen. Die werden ja immer gefragt, man wird ja dann gefragt, wenn man Abitur gemacht hat, was willst du als nächstes studieren? Was willst du studieren? Man wird gar nicht gefragt, willst du überhaupt studieren, sondern was willst du studieren? Und das ist quasi, ich habe nichts gegen Studieren, ich studiere selbst. Viele studieren, das ist toll, wenn man das will. Aber ich denke, viele sind einfach so, okay, man muss studieren, egal, ob ich das eigentlich will oder nicht. Und ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, weil viele sind dann so, ich weiß gar nicht was, ich weiß gar nicht, ob das Richtige für mich ist. Und es ist extrem schwer, weil es gibt eben sehr viele diese Normen heutzutage, die man so macht, die so als richtig gelten, die aber vielleicht gar nicht dem entsprechen, was man eigentlich möchte. Dazu will ich auch noch sagen, exakt dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Also kurz nach meinem Abi, so jeder hat irgendwie studiert, keinen Plan gehabt, was will ich eigentlich machen, aber egal, ich studiere einfach. Right. Und ich kenne so viele, die dann einfach ihr Studium gewechselt haben und bis heute immer noch nicht wissen, was will ich eigentlich. Und ich habe mich, obwohl meine Eltern alles dafür getan haben, dass ich studiere, ich habe mich dagegen entschieden, einfach weil es sich nicht richtig für mich angefühlt hat, weil ich wusste, ich habe noch keinen Plan, was ich machen will. Warum soll ich dann irgendwas studieren, wo ich halt nicht weiß, dass ich in diese Richtung gehe. Ich will lieber herausfinden, wer bin ich und was will ich wirklich. Und habe dann sozusagen angefangen, mich mit mir zu beschäftigen und zu reisen und mich besser kennenzulernen. Und da habe ich dann herausfinden können, okay, was will ich? Und du weißt es, ich habe kein Studium und habe trotzdem mich 2019 selbstständig gemacht mit dem Beruf und mit meinem Traumjob einfach, der mich erfüllt sozusagen. Also meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Job und Studium heißt nicht gleich, dass man dann ein glücklicher Mensch sein wird. Und ich glaube, du bist so das beste Beispiel dafür, weil man muss weder irgendwo angestellt sein, noch ein krasses Studium hinter sich haben, um ein erfolgreiches, je nachdem, was man als erfolgreich definiert,
und glückliches Ja. Leben führen zu können. Und ja, ich denke, das ist ganz wichtig für Leute. Und ein Punkt, hast du angesprochen, finde ich mega, mega wichtig, und zwar dieses, man muss so ein bisschen rumprobieren und Erfahrung sammeln, weil man kann eigentlich gar nicht wissen, was man genau will, wenn man nicht erstmal extrem viele Sachen geguckt und ausprobiert hat. Deswegen, Also es gibt Ja. Einzelfälle, die das wissen. Dann Ja. mach das auf jeden Fall. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, Studium zu machen oder Ausbildung, dann mach es. Aber wenn du keinen Plan hast, dann find erst mal heraus, was du machen willst. Ja. So. Und da muss man eben auch so rangehen, dass man die verschiedenen Sachen auch so ausprobiert. Also Ja, absolut. ich denke, ich hab letztens, meine erste Episode, die ich gemacht habe, war mit Brian Sanders von Food Lies, und ich habe ihm am Ende noch so eine Frage gestellt, wie er so sein Business angefangen hat und so weiter. Und er hat einen Tipp gegeben, den fand ich super toll, den will ich hier kurz teilen. Und zwar, er hat quasi einfach, er hat nicht groß Fragen gestellt, er hat einfach eine Webseite gemacht. Er hat einfach den ersten Schritt gemacht. Es ist egal, dass er erst eine Webseite gemacht hat, aber was ich daraus gezogen habe, was ich sehr spannend finde, ist einfach, wenn man nicht genau weiß, dann einfach mal den ersten Schritt machen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du merkst, ach nee, wie du sagtest, irgendwie schweres Gefühl und doch nicht. Oder es läuft und man fühlt sich irgendwie, dass man drinne ist und irgendwie ergeben sich die Sachen und man fühlt so eine Erleichterung. Also den ersten Schritt einfach mal machen. Ich denke, das ist, was sehr viele Menschen auch Schwierigkeiten dabei haben, weil es ist quasi ein Schritt ins kalte Wasser wagen. Ja, raus aus der Komfortzone halt. Aber das ist der einzige Punkt, der dich halt weiterbringt im Leben, einfach den ersten Schritt zu machen und die Entscheidung zu treffen. Ja. Dieses raus aus der Komfortzone, ich liebe das. Ja. Das sollte man möglichst oft machen. Ja. Dieses aus der Komfortzone aussteigen. Kann man natürlich viele Möglichkeiten machen. Man kann die Welt bereisen und so ein bisschen dadurch seine Komfortzone verlassen, was auch für sehr viele eine Hürde ist. Aus seinem Häuschen und sozusagen mit den Menschen, die man kennt, Land, das man kennt, da raus in die fremde Welt. Ja. Aber ich kann euch nur sagen, es ist die beste Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich reise alleine. Ich war alleine in Afrika, ich bin alleine in Südamerika und Leute, ich spreche kein Wort Spanisch oder Portugiesisch und die Leute sprechen hier kein Englisch. Und ich schaffe es trotzdem und ich bin hier und ich bin so, so glücklich und dankbar. Also habt keine Angst. Habt keine Angst, Leute. Macht den ersten Schritt, egal was. Es muss nicht Reisen sein, es kann was auch immer im Leben sein. Ja. Einfach ersten Step machen und dann gucken, was weiter ist. Absolut. Genau. Du hattest jetzt noch angesprochen, im Moment sein. Das ist so einer meiner Lieblingsthemen. Lass uns kurz darüber sprechen. Weil, wie du weißt, die Menschen sind entweder in der Vergangenheit oder sie sind in der Zukunft und sie sind nie hier und jetzt. Ja. Wie macht man das, Jenny? Wie bin ich im Moment? Also ich bin jetzt kein Guru oder so, Ja. aber also ich habe natürlich auch sehr oft solche Momente, wo ich mich selber erwische, oh fuck, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade in der Vergangenheit mit meinen Gedanken oder ich mache mir irgendwie gerade Sorgen in der Zukunft. Dann versuche ich einfach, mich auf den Moment zu konzentrieren, das heißt auf meine Atmung, erstmal zurückkommen in den Moment, konzentriere mich auf meine Atmung, nehme das einfach bewusst wahr, nehme die Geräusche um mich herum bewusst wahr, einfach, dass ich mich sozusagen zurückhole ins Hier und Jetzt. Mit all deinen Sinnen, ne? Ja, genau, mit all meinen Sinnen. Und dann, wenn ich halt sozusagen wieder diese Klarheit habe, dann von dort aus eine Entscheidung treffen. Aber was ich tatsächlich weitergeben kann, was mir extrem geholfen hat, im Hier und Jetzt zu sein, ist meditieren. Ich habe wirklich jeden Tag, ich habe angefangen mit 5 Minuten, mittlerweile sind es 20, 25 Minuten am Tag. Und setze dich auch nicht so unter Druck. Also wenn du mal einen Tag nicht meditierst oder 2 Tage, ist auch nicht schlimm so, aber wenn du wirklich etwas verändern willst, das ist so wirklich life-changing gewesen, dass ich wirklich einige Monate lang jeden Tag meditiert habe, gejournalt habe. Da habe ich richtig gemerkt, dass ich halt nicht mehr so reaktiv bin, sondern einfach viel bewusster meine Emotionen wahrnehmen kann, viel, viel schneller aus dieser Situation herauszoomen kann und mehr sozusagen der Beobachter sein kann, als halt der Ping-Pong meines Lebens zu sein. Sagt man das so? Ping-Pong des Lebens? Oder der Spielball meines Lebens zu sein. Aber ich denke, das ist super, das ist sehr, sehr powerful, würde ich jetzt im Englischen sagen. Weil, das habe ich selbst gemerkt, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, wo das war, dieses Perspektive von außen annehmen. Und das wende ich
das ist jetzt nicht so ein Trick oder so, sondern das ist einfach so, wenn ich in irgendeinem Dilemma oder Problem bin, dann hilft mir das extrem weiter, dass ich quasi probiere zu sagen, okay, wenn ich auf dieses Problem gucke, als Maxim quasi, dann bin ich ja voll subjektiv und so weiter und auch vielleicht kommen dann die Emotionen und so weiter und ich kann dann nicht komplett entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und da quasi irgendwie rauszugehen und das, wie du sagtest, von oben als Beobachter mal so sich das anzuschauen, ich denke, das kann im Leben sehr gut weiterhelfen. Absolut. Ja, aber ich denke, Es hilft nicht nur weiter, es verändert dein Leben. definitiv, Weil wir sind alle so reaktiv. Crazy. definitiv. Und das ist wenn man so die Leute um sich herum anguckt, so irgendeine Kleinigkeit und alle schreien schon rum, Ja, haben Angst. eben. Ich meine, das passt ja voll Ja. in unsere Situation. Ja, voll. Angst um, Ja, stimmt. lass mal kurz darüber sprechen, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir schon dabei sind. Okay, gerne. Mein größtes Problem wenn Leute nicht verstanden haben, worüber wir sprechen, es geht so ein bisschen um die Pandemie-Problematik. Und das allergrößte Problem, was ich dabei habe, ist die Angst und Panik, die dadurch entsteht. Das ist eine der allergrößten Schwierigkeiten, die ich habe, sowohl bei den Erwachsenen als auch vor allem bei Kindern. Und hast du was hast du irgendwie Gedanken dazu zu äußern? Vielleicht. Naja, Was sind die deine Angst Gedanken? wird halt, die Angst, ja, meine Gedanken sind, dass die Angst bewusst kreiert wird, einfach von den Mainstream-Medien, dass die Menschen oder ein Mensch oder generell eine Gesellschaft leichter zu kontrollieren ist, wenn man unter Angst steht. Ich finde es extrem schade und gefährlich, dass wir unsere Kinder mit einziehen und sozusagen die Kinder von klein auf diesen Stempel geben, du könntest schuld daran sein, dass jetzt deine Oma oder so stirbt, und dass den erwachsenen Menschen einfach nicht bewusst ist, was sie mit ihren Kindern, gerade was für eine traumatisierende Erfahrung sie mit dem Kind gerade machen oder das dem Kind gerade mitgeben, dass es jahrelang dieses Kind einfach noch beeinträchtigt. Das finde ich eigentlich am schlimmsten, dass wir erwachsene Menschen, die eigentlich ein Vorbild sein sollten für unsere Kinder gerade, einfach keine Vorbilder sind in meinen Augen. Ja. Also mittlerweile muss ich schon sagen, es geht mehr in die richtige Richtung, dass immer mehr Menschen hinterfragen und merken, dass da irgendwas halt nicht richtig läuft und dass es halt eben nicht um unsere Gesundheit geht. Natürlich gibt es immer noch ein paar Ausnahmen, die das nicht sehen, aber die haben sich dann dafür entschieden und denen kann man sozusagen, in Anführungszeichen, Menschen, denen nicht geholfen werden möchte, den kann man nicht helfen. Sagt man das so? Ja. Ja. Ja, das ist echt schade. Vor allem, weil, ich meine, auch von der medizinischen Sichtweise ist das völlig kontraproduktiv, weil ich will jetzt nicht zu sehr in die Biochemie ausholen, aber Angst führt zu bestimmten Prozessen, die dein Immunsystem suppressieren. Das heißt, du hast by Definition hast du ein schwächeres Immunsystem, wenn du unter Panik und Angst stehst. Und absolut kontraproduktiv. Du hast jetzt schon Meditation gesagt, was man sozusagen dagegen machen kann, um so ein bisschen diese vielleicht ist auch nicht ganz Angst, aber ich meine, auch ich selbst, mich haben einfach viele Sachen aufgeregt. Und es ist ja auch, es ist zwar nicht Angst, aber wenn man sich über die ganzen Sachen so aufregt und die ganze Zeit sozusagen auch diese ganzen vielen Gedanken im Kopf hat. Du hast jetzt Meditation gesagt, wie man so ein bisschen dagegen anwirken kann. Was kann man vielleicht noch machen, um so ein bisschen seinen Geist zu stillen und so ein bisschen... Wow, ja, auf jeden Fall alle Ablenkungen mal für mindestens nur einen Tag weglegen. Also Laptop, Handy, Social Media, das ist eigentlich das größte Ding, was dich ablenkt. Und einfach mal wieder zu diesem Tipp, einfach wieder in den Moment zu kommen, in die Natur zu gehen, sich Zeit für sich selber zu nehmen, Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Das hat mir vor allem letztes Jahr extrem geholfen, weil ich extrem tief in dieser Thematik einfach drin war und es mich emotional so krass mitgenommen hat, einfach weil ich total ein extrem empathischer, sensibler Mensch bin und
ich die Emotionen gefühlt doppelt so stark gefühlt habe. Und das auf jeden Fall. Also bei mir war das ziemlich genauso. Immer wenn ich darüber geredet habe, ich habe so automatisch angefangen. Ich wurde immer lauter und ich war so ganz ruhig, Verzeihung. Nee, alles ist gut. Aber das war echt schwierig. Und ich meine, bei mir ist es überwiegend der Sport, den ich auch als Meditation einsetze, wenn man so möchte. Sport ist auch Der bringt mich 1:1 in den Moment zurück. Also vor allem, wenn es intensiv genug ist und man ordentlich stirbt dabei, weißt du? Dann bist du sowas von im Moment, wenn du stirbst beim Sport. Du bist so, Mist. Beim Tanzen ist es bei mir so, wenn ich einfach tanze und die Musik höre, dann ist das schon immer so, dann alle Probleme vergessen, habe ich einfach nur im Moment und fühle die Musik. Ja. Es gibt viele Dinge, die man machen kann. Sucht euch irgendwas, was euch quasi alles in eurem Leben vergessen lässt. Zum Beispiel bei mir wäre es der Sport, bei mir wäre es Eisbaden. Wenn ich im Eis sitze, bin ich so, Oh ja, Eisbaden ist echt mega. Das ist extrem, also man muss sich irgendwas suchen, ob es Meditieren ist, ob es Yoga ist, ob es Sport ist, ob es wie bei dir Tanzen ist oder einfach oder irgendwelche... spazieren, in die Natur gehen. Es Natur. gibt so viel, was man machen kann. Guter Übergangspunkt, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich denke, Natur ist etwas, was komplett heutzutage übersehen wird. Wir sind alle ultra zivilisiert. Warum ist Natur so wichtig? Warum ist Natur für dich so wichtig? Und sozusagen, warum sollten Menschen generell mehr Zeit in der Natur verbringen? Was würdest du dazu sagen? Weil wir aus der Natur stammen und wir einfach... Banale Frage, I know, sorry. Nee, alles gut. Die Natur, also ich glaube, jeder hat schon mal diesen Moment in seinem Leben gehabt, wo er gemerkt hat, dass man einfach so gegroundet ist oder eine Verbundenheit mit der Erde fühlt. Und das ist eigentlich immer verbunden mit der Natur. Weil die Natur einfach so viele Geschenke mit sich bringt, sei es einfach die frische Luft, die wir einatmen, sei es das Gras, wo wir drauf laufen können und einfach diese Verbundenheit mit den Füßen einfach spüren können oder einfach diese Ruhe und Stille, die wir halt im Alltag fast gar nicht mehr sozusagen haben, vor allem wenn wir halt irgendwie die ganze Zeit von da bis dahin springen und die ganze Zeit uns ablenken lassen von Social Media, Meinungen, Fernseher, Musik, also alles sozusagen, unsere Reize werden einfach überflutet und wenn wir einfach mal nur mit uns selber, ohne Handy, ohne irgendwas oder zumindest mal nicht ans Handy gehen, einfach in der Natur sind, dann können wir diese ganze Reizüberflutung sozusagen uns energetisch abladen und Energie tanken in der Natur. Oh ja, das ist so wichtig. Ich habe auch einige Posts bei mir auf Instagram dazu, weil es tut mir echt leid dafür, dass wir quasi viele Menschen einfach diesen Zugang zu der Natur so sehr verloren haben und so sehr disconnected sind sozusagen von der Natur. Das finde ich extrem schade, weil ich meine, frag mal jemanden, darüber hatte ich auch in meiner ersten Episode geredet, frag mal jemanden, jeden Menschen macht, oder jeder Mensch fühlt sich gut dabei, wenn er einen Tag mal beim Campen verbringt oder am See verbringt oder im Park verbringt. So, man fühlt sich einfach lebendig und man fühlt sich vereint mit der Umgebung. So. Ja. Und deswegen, ich denke, so einer der besten Tipps, die man geben kann, geht raus, geht in die Natur. Und absolut. Raus aus der Zivilisation. Ja. Weil ich denke, man kann schon sagen, dass wir in einigen Punkten schon so hyperzivilisiert sind, weißt du? Zu zivilisiert. Absolut. Und nimmt man einen bewussten Atemzug in der Natur, was wir halt sehr, sehr oft vergessen und nicht dran denken. Und da kann man das auch verbinden mit diesem im Moment sein. Weil du hast dann, wenn man um sich mal guckt, es passiert mega viel so. Es fliegt da mal ein Vogel lang, die Bäume bewegen sich, irgendwas liegt auf dem Boden, eine Ameise läuft vorbei. Keine Ahnung, es passiert so krank viel und alles lebt und alles bewegt sich. Und einfach das mal so aufzunehmen, ich denke, das ist mal eine ganz besondere Erfahrung, die man machen kann. Absolut. Ja. Ich will kurz eine Art Mini-Zitat einbringen, was du unter deinem Post mal hattest, was ich so wichtig finde. Also ich formuliere es ein bisschen um, es war ein bisschen anders, aber irgendwie sowas wie, die wichtigste Beziehung, die man jemals haben wird, ist die Beziehung, die man mit sich selbst hat. Ja. Sowas.
Und Absolut. das ist alles so in Richtung, man muss sich selbst schätzen, man muss mit sich selbst klarkommen. So, und ich habe sehr viel Erfahrung mit Menschen gemacht und ich glaube, man weiß generell, dass Menschen damit ein großes Problem haben, mit sich selbst Vertrauen aufzubauen und mit sich selbst einfach in Einklang zu kommen. Wie war dein Weg dazu? Ich weiß, dass man das quasi nie perfektionieren kann. Das ist ja der Punkt. Das ist alles ein Prozess. Aber wie ist dein Prozess? Wie war dein Prozess dazu? Was würdest du den Menschen erzählen? Auch da wieder immer wieder Dinge zu tun, die dir einfach eine Bestätigung geben, ich bin liebenswert, ja, ich bin geliebt, halt einfach, das hängt miteinander zusammen, indem man halt seinem Herzen folgt und das tut, was man liebt. Alleine das stärkt schon dein Selbstwertgefühl, weil du auf dich selber hörst und nicht auf andere, sondern du einfach dein Leben lebst. Und ja, wie du sagst, es ist ein Prozess und es geht nicht von jetzt auf gleich. Wichtig ist, dass man sich halt selber nicht verurteilt, wenn es halt wirklich Jahre dauert, und das ist auch ein jahrelanger Prozess. Also seid geduldig mit euch selber, macht euch nicht fertig. Ich glaube, das ist das, was wir am meisten eigentlich machen, ist, uns so krass unter Druck zu setzen, uns fertig zu machen für Dinge, wenn es etwas zu langsam dauert oder wenn wir etwas falsch machen. Nein, Fehler gehören dazu und ohne Fehler kannst du nicht wachsen, und deswegen sei nicht so streng mit dir. Nimm das an, wenn du etwas falsch gemacht hast, okay, dann ist es passiert, und es geht weiter, dann triffst du nächstes Mal eine Entscheidung, die eben bewusster ist und wo du dir mehr Gedanken gemacht hast vielleicht darüber. Und ja, dann kommt wirklich alles Step by Step. Aber was denkst du, warum fällt das Menschen so schwer? Warum sind Menschen so streng mit sich selbst und sind dann auch böse zu sich, wenn sie Fehler machen? Und keine Ahnung, wieso werden wir werden ja nicht als sich hassende kleine Babys geboren. Das kommt ja irgendwie so mit dem Leben. Ja. Ne? Ja, einfach durch die Gesellschaft, durch diesen Leistungsdruck, der uns schon von klein auf gemacht wird. In der Schule fängt es ja schon an, in der Grundschule, dann weiter Realschule, dann Studium, also dann in der Arbeit mit dem Arbeitgeber. Es hört ja gefühlt nie auf. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen und nicht direkt von Abitur ins Studium zum Beispiel zu springen, sondern nimm dir bewusst Zeit für dich selber. Ich glaube ja, das ist das Problem oder das, was die Gesellschaft einfach hat, ist, dass wir uns nicht Zeit für uns selber nehmen. Ja, also ich hatte mal eine Quote gelesen, so eines der fundamentalsten Probleme in unserer Gesellschaft ist, dass die Menschen nicht alleine mit sich selbst sein können. Also die können es nicht. Wenn du einen fragst, es gab mal eine Studie, die war irgendwie, würdet ihr lieber 15 Minuten alleine in einem Raum sitzen, ohne Stift, ohne einfach auf einem Stuhl und nichts haben, nichts machen? Oder so einen leichten, bisschen schmerzhaften Elektroschock sozusagen bekommen? Und nicht tödlich, einfach so ein, ne? Aber dann, und fast alle haben sich für diesen Elektroschock entschieden, weil keiner will einfach alleine, keiner kann mit sich alleine sozusagen einfach sein. Und du meintest sozusagen, man sollte mehr Zeit für sich investieren, aber dazu muss man ja erstmal das können sozusagen. Weil wir versuchen ja ständig uns irgendwie abzulenken. Ja, auch wenn wir alleine sind, gucken wir ein Video oder so. Also wir sind ja nie ich und niemand sonst. Ich mit mir selbst. Das ist ja eine extrem schwierige Sache für Menschen. Man kann halt anfangen mit einer Meditation. Also in diesen 5 Minuten bist du ja nur für dich. In diesen 5 Minuten befasst du dich nur mit dir, mit deiner Atmung, und du bist nur für dich. Und 5 Minuten am Tag, das hat jeder. Also kann mir keiner sagen, ja, für 5 Minuten am Tag habe ich keine Zeit. Also ich weiß, dass manche Leute auch schon gesagt haben zu mir, aber da muss ich wirklich den Kopf schütteln, weil wenn dir nicht mal 5 Minuten für dich Zeit am Tag wert sind, was ist dir dann dein Leben wert? Ja. So, weißt du? Ja, ich meine, das ist am Ende alles eine Frage der Priorisierung. Ja, 100%. Ja, wenn ich sage, ich habe keine Zeit für das, dann heißt es, irgendwas anderes ist mir wichtiger. Das heißt es eigentlich. Das habe ich gemerkt, als ich ein Buch in einer Woche durchgelesen habe, was ich sonst nie hinkriege.
dann, weil ich immer sage, ich habe keine Zeit zum Lesen. Aber da habe ich gemerkt, nein, Ja. falsche Ausdrucksweise. Ich habe Zeit, aber irgendwelche anderen Sachen sind mir eben wichtiger. Ja, Meditation, ich glaube. Aber das ist auch wieder so unterbewusst, wenn du dich gegen etwas entscheidest, wo du weißt, es hilft dir weiter, das ist auch wieder ein Punkt, was halt dein Selbstwertgefühl eben schwächt. Weil du innerlich weißt, okay, das ist das Richtige, das sollte ich machen, aber ich mache es nicht. So, dann bist du sozusagen Opfer deines Egos oder der äußeren Umstände und das schwächt extrem das Selbstwertgefühl. Ja, das ist eine ziemlich schwierige Sache, ich denke. Und ich glaube, man kommt dann nie an so einen Punkt, wo man quasi am Ende ist. Also das ist immer so eine Sache, es ist ein unendlich lange gehender Prozess. Und ich denke, irgendwann wird es ein sehr, sehr schöner Prozess. Am Anfang ist es vielleicht hart und man merkt, man empfindet vielleicht auch viel unangenehme Sachen, durch die man irgendwie durchgeht. Total. Aber irgendwann kommt man an so einen Punkt, da ist es einfach nur schön, ne? Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Deswegen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich hatte mal eine Frage gehört von einem Typen, Maxim, warum machst du eigentlich so viel Sport und warum machst du eigentlich das alles? Weil man stirbt ja sowieso irgendwann. Und ich habe ihn so angeguckt, war so, ich konnte ihm nicht antworten. Ich weiß nicht, mir ist nichts eingefallen. So, was soll man dazu sagen? Was würdest du so einem Menschen sagen? Der sagt, warum machst du das alles? Weil irgendwann ist es ja eh alles egal. Weil irgendwann sind wir weg. Ja, eben deswegen solltest du doch Dinge machen, die dir Spaß machen, weil es irgendwann vorbei ist. Warum sollst du dann zu Hause vergammeln oder irgendwas machen, was dir nicht Spaß macht und deine Zeit verschwenden, wenn es vorbei sein wird irgendwann. Deswegen mach doch jetzt genau das, was du machen willst. Würdest du sagen, das ist der Sinn, in Anführungsstrichen, von dem Leben? Weil das ist immer so eine Frage, so eine ganz Mainstream-Frage, der Sinn des Lebens. Ja. Was würdest du dazu sagen? 100%. Der Sinn des Lebens ist, dein Leben zu leben, genauso Leben, wie du es willst. Ja. So wie du es willst und was sich für dich richtig anfühlt, glücklich zu sein. Ja. Und Positivität in die Welt rauszubringen. Da gibt's vielleicht so eine, also ein Wörtchen oder die Idee des Purpose sozusagen, weißt du, man lebt quasi für etwas Größeres. So, man hat ein globaleres Ziel oder eine globalere Idee vor sich, die man anstrebt. Hast du da etwas bei dir im Leben sozusagen, wo du sagen könntest, okay, das ist sozusagen die globale Mission, die ich in meinem Leben habe, für keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Jetzt hängst du. Wir sind back. Irgendwas ist hier schiefgelaufen mit meinem Internet. Also ich glaube, die Frage war, ob du, was in deinem Leben du sozusagen als größere Mission für die Welt, wenn man das so sagen kann, ansiehst, so als größeres, keine Ahnung, globaleres Ziel, was du so verfolgst, wenn du sowas im Leben sozusagen empfindest. Also ich würde es nicht als Ziel betiteln, sondern es ist, ich möchte einfach mit meinem Sein, wie ich bin, ein Vorbild sein für die Menschen und ich möchte natürlich viele Menschen erreichen, deswegen habe ich jetzt auch mit YouTube gestartet, wo ich einfach meine Geschichten teile, wo ich oft einfach Videos habe, wo ich meine Gedanken teile und meine Message sozusagen teile und hoffe, dass ich mit meinem Sein, so wie ich mein Leben lebe, das heißt einfach meiner Intuition vertraue, meinem Herzen folge, dass ich dadurch Menschen inspirieren kann, dass sie auch ihrem Herzen folgen, ihrer Intuition vertrauen und vor allem, dass es okay ist, dass man eben nicht perfekt ist und deswegen schneide ich meine Videos so selten und lasse es in einem Flow sozusagen ablaufen und da merkt man richtig oft, dass ich manchmal so richtig wirre Gedanken habe und manchmal vergesse ich, was ich sagen will und das ist voll okay, weil das ist voll menschlich und Absolut. Und das ist auch so das, was ich so auch diesen Menschen noch weitergeben möchte, ist, dass man eben mit all seinen Seiten liebenswert ist und dass niemand perfekt ist. So, ja. Und dass wir... Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den hört man ständig. Ich glaube, das ist so ein Mainstream-Satz, keiner ist perfekt, aber so oft man diesen Satz hört, so wenige haben es auch immer noch verstanden. Also irgendwie dieses
dieser Wunsch, irgendwie alles muss perfekt sein, Schule muss perfekt sein, das muss perfekt sein, das Video muss perfekt geschnitten sein, der Song muss perfekt klingen, das muss perfekt sein, keine Ahnung. Ich denke, da kommt auch so ein Druck dazu, Ja. da kommt auch dieses Gefühl dazu, dass man irgendwie nicht, irgendwas in einem selbst ist nicht richtig, weil man es nicht perfekt hinbekommt. Aber es lebt sich, glaube ich, leichter, wenn man weiß, geht gar nicht perfekt so. Ja, deswegen. Geht ja gar Lief nicht. alles Warum soll ich an das dir. dann? Ne? Und ich denke, Ja. dass du versuchst, auch diese Seite zu zeigen so und dass du doch deine Video da nicht groß rumcuttest und so weiter. Ich denke, Ja. das ist auch, das wird nicht weniger, das wird, glaube ich, vielleicht sogar mehr den Menschen helfen, weil sie einfach dich so sehen, wie du da redest und ohne große Bearbeitung oder so. Deswegen, Und dass auch und ich zeige mich auch in jeder Emotion und dass jede Ja. Emotion da sein darf und dass es Oh das ja. Leben ist und dass es nicht immer positiv, natürlich sollte man seinen Fokus schon eher auf das Gute richten, aber man darf auch andere Emotionen ausleben und das ist auch völlig in Ordnung. ja. Ja. Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Wie gehst du in deinem Leben mit so harten Situationen um oder mit Problemen? Ich glaube, das ist immer so ein Definitionssache natürlich. Aber wenn du vor etwas stehst, was irgendwie hart für dich ist oder was schwierig für dich ist, wo du starken Stress verspürst oder so, wie gehst du damit um, oder was ist dein Ansatz? Was ist da dein Ansatz? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, also wahrscheinlich, wenn es eine sehr schwierige Situation ist für mich, werde ich wahrscheinlich erstmal weinen. Ich lasse meinen Emotionen freien Lauf. Ich lasse es fließen. Oh, bitte Leute, macht das. Ja, weinen Emotionen ist bitte freien Lauf lassen. Ja, voll. Und vor allem weinen ist auch sowas wie, dass du es halt einfach rauslässt. Und so wie eine Reinigung stelle ich mir das vor. Und ich lebe meine Emotionen, aber ich verharre nicht darauf. Das heißt, ich spüre es intensiv, ich lasse alles raus und danach kommt irgendwann ein Punkt, wo ich merke, okay, es ist vorbei und jetzt darf ich schauen, welche Lösung kann ich für mich finden und was kann ich jetzt machen, damit es besser wird und schaue halt einfach, dass ich lösungsorientiert denke und nach Lösungen schaue. Ja, ich denke, wir können da wirklich zum Teil uns Kinder als Beispiel nehmen. Ich meine, wenn man die mal anguckt, die laufen immer rum und sind alle glücklich. Dann passiert irgendwas, sie weinen wie die Verrückten und dann ist alles gut und sie laufen wieder rum und sind glücklich. Absolut. So. Ne? Und ich finde das so lustig, weil wir Erwachsene sind genau andersrum. Wir laufen immer rum und sind unglücklich und dann, das fand ich so geil, als ich es irgendwo gelesen habe. Ich weiß, vielleicht war es sogar bei dir irgendwo, dass ich das gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe viele verschiedene Quotes und sowas gelesen, dass quasi der Erwachsene, der braucht irgendeinen Grund, um glücklich sein zu verspüren. Und sein Constant State ist aber unglücklich sein. Und beim Kind ist es quasi genau umgekehrt. Constant State ist gut drauf, lebt im Moment, ist glücklich und es braucht aber etwas, es braucht einen Grund, um schlecht drauf zu sein. Das ist quasi komplett umgekehrt. Verrückt, wie man sich so in die komplette Richtung entwickelt, leider. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, das zu ändern, indem wir uns ändern. Ja, ich denke, der erste Schritt ist wirklich erstmal anfangen, so das Bewusstsein zu entwickeln. Ne? Ja. Weil viele sind so im Autopilot-Modus. Ja, auf jeden Fall. Einfach wieder mehr Mensch sein. Ja. So der Take-Home-Message von dieser ganzen, einfach leben, einfach Mensch sein. Weißt du? Da muss man auch nicht viel nachdenken und so weiter. Okay, lass uns, wie man im Englischen so schön sagt, wrap up. Zum langsam, ich glaube, man könnte noch sehr lange über verschiedene Sachen reden und auf jeden Punkt ewig eingehen. Tatsächlich viele Sachen, über die ich sprechen wollte, haben wir auch angeschnitten. Wir können gerne noch einen zweiten Teil drehen. Leute, freut euch auf einen zweiten Teil. Ich glaube, da gibt es immer sehr viel zu besprechen. Und ich finde es immer übrigens, ich meine, so könnte ein Gespräch halt literally zwischen uns abgelaufen sein, wenn wir uns einfach im Restaurant getroffen hätten. Und ich hatte schon so viele Gespräche mit Menschen, wo ich mir dachte, oh Mann, ich hätte dieses Gespräch aufzeichnen müssen. Das war so deep, das war so nice. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich so ein bisschen die Möglichkeit habe, das auch so ein bisschen zu teilen.
Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du mich gefragt hast und dass ich meinem Herz freien Lauf lassen kann, beziehungsweise einfach auch die Gedanken teilen kann. Ich liebe es. Ja. Ich denk auch einfach dieses, es muss gar nicht deep in irgendein bestimmtes Topic sein, einfach so mit Menschen über ihre Erfahrung, über ihr Leben zu reden. Ich denke, das ist etwas, was sehr inspirierend sein kann für viele Menschen. Ja, absolut. Ich komme zu meiner einen letzten Frage, die ich mir vorgenommen habe, die ich immer jeden Podcast-Gast am Ende frage. Bin gespannt. Zwar stell dir ein hypothetisches Szenario vor, dass du hypothetisch, also imaginär quasi. Okay. Du stell dir das vor. Angenommen, du würdest vor deiner schwierigsten Aufgabe stehen, was auch immer das wäre. Das kannst du dir selbst überlegen oder vorstellen. Schwierigste Entscheidung deines Lebens. Härtester Moment deines Lebens. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du bist komplett lost. Du willst aufgeben. Du bist am Boden. So, keine Ahnung. Und jetzt die Frage, woraus schöpfst du die Energie, um trotzdem weiterzumachen und zu sagen, ich gebe jetzt nicht auf, ich mache den nächsten Schritt und gehe diese schwierigste Aufgabe meines Lebens an. Wo ziehst du du weißt schon, diese Flamme her, die dich am Laufen hält, in so einer Situation? Es kann, keine Ahnung, es kann alles Mögliche sein. Es kann ein Mensch sein, an den du dann denkst, es kann ein Spruch sein, an den du denkst, es kann irgendein Ereignis aus deinem Leben sein, an das du zurückdenkst, es kann etwas ganz anderes sein, es kann ein Hund sein, ich weiß es nicht, alles Mögliche. Ich würde schon behaupten, dass ich eine sehr schwierige Kindheit hatte und dementsprechend ich schon dieses Gefühl hatte, ich bin diesem Endgegner, dieses Schlimmste, was mir passieren konnte, bin ich schon durchgegangen, weil ich das einfach so gefühlt habe, dass ich halt nicht wirklich eine richtige Kindheit hatte und dass ich schon kurz davor war, mein Leben aufzugeben. Und ja, dass all die Jahre diese Trauer und dieses Alleinsein, was ich gefühlt habe, dass ich mir dann sozusagen, wenn eine nächste Herausforderung kommt, dass ich mir denke, okay, wenn ich das schon gemeistert habe, dann kann ich das doch locker meistern. So. Also, dass ich mich immer wieder zurück daran erinnere, was ich schon alles in meinem Leben gemeistert habe und mir sozusagen selber Mut mache und dann den Weg halt gehe und mich den Herausforderungen stellen. Ich glaube, diesen schwierigen Weg, durch den du schon gegangen bist, das gibt dir viel Kraft zu sagen, das habe ich geschafft, dann schaffe ich alles. Bin da rausgekommen und habe das hinbekommen, dann steht mir nichts im Wege. Absolut. Oh, super. Vielen Dank, dass du auch Lust hattest, mit mir zu quatschen und deine Gedanken zu äußern. Vielleicht noch ganz kurz, du hast erwähnt, du hast einen YouTube-Channel, du hast erwähnt, du bist Zumba-Instructor. Wo können Leute dich finden, wenn sie sich denken jetzt, ich will jetzt Jenny folgen? Also ich bin sehr aktiv. Jenny zuhören und mit ihr Zumba tanzen. Wo findet man dich überall? Ich bin sehr aktiv auf Instagram, da findet man mich unter JennyXXLE, also JENNYXXLE. Dort ist auch mein Zumba-Kanal verlinkt. Ich habe 2 YouTube-Kanäle, einmal für Zumba und einmal meinen persönlichen YouTube-Channel, wo ich über alles Mögliche rede. Wie heißen deine Channels? Mein Zumba-Channel auf YouTube, Zumba with Jenny Lee, und mein anderer Kanal, den findet man unter JennyXXLE, also wie auf Instagram. Mein Kanal heißt nur Jenny Lee, aber da kommt immer so eine andere, die auch Jenny Lee heißt. Deswegen gib lieber diesen Instagram-Namen ein, dann findest du mich direkt. Und du kannst ja auch ich kann dir die Links schicken, dann kannst du es verlinken. Ja, ich verlinke das alles in der Beschreibung dann. Cool. Ja, ich denke, das war sehr valuable. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich habe zu viel englische Podcasts gehört. Richtig schlimm. Ja, ich fühle you. Ich spreche doch auch nur Englisch. Aber ich muss sagen, mein Deutsch war heute ganz gut. Ja, dein Deutsch ist super. Diese Frage, ob du
Aus Deutschland kommst du oder nicht? Das war nicht auf dein Deutsch bezogen. Ja, es war auch eher früher so. Mein Deutsch war früher viel schlechter. Ich bin viel besser geworden. Ja, achso, das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht meinst du vor 10 oder so Jahren. Das kann ich nicht beurteilen. Als ich dich kannte, hast du ganz normal Deutsch gesprochen. Okay, das freut mich. Ja. Okay, also vielen Dank. Wir sprechen auf jeden Fall noch irgendwann. Es gibt noch einen zweiten Teil, ich bin mir da ziemlich sicher. Voll gern. Danke für deine Zeit. So. Bis dann. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mit, was ihr sehr inspirierend fandet oder was ihr gerne in euer Leben integrieren möchtet. Und ja, ich freue mich auf nächstes Mal und fühlt euch ganz doll umarmt. Ganz liebe Grüße noch aus Brasilien. Nochmal dazu, ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall nach Mexiko fliegen. Wie ihr seht, meine Pläne ändern sich wie im Sekundentakt, einfach weil ich die Zukunft nicht hervorsehen kann. Ich hatte einen Flug gebucht. Beim ersten Mal wurde mein Flug gecancelt. Beim zweiten Mal, ich war gestern am Airport, am Flughafen und sie haben mich nicht fliegen lassen. Ich kriege auch kein Geld zurückerstattet, deswegen sind 400 € auf jeden Fall futsch. Weil aktuell kein Transit in Amerika erlaubt ist und mein Flug halt über Amerika ging. Und ja, alle anderen Flüge, die nicht über Amerika gehen, kosten alle fast 1.000 €. Was ich leider mir nicht mehr leisten kann. Ich bin langsam an meinen finanziellen Grenzen angelangt und werde auf jeden Fall ein bisschen mehr worken in naher Zukunft. Aber eine kleine Planänderung. Ich werde zurückkommen nach Deutschland für eine kurze Zeit. Ich werde in 2 Tagen nach Frankfurt fliegen für 5 Tage. Dann werde ich nach Berlin reisen für 2 Wochen und dann geht es von dort aus nach Mexiko. Und tatsächlich ist es günstiger. Erstens das. Und zweitens fühlt es sich gerade einfach richtig an. Ich war jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr in Deutschland oder über einem halben Jahr. Von Dezember bis Juni oder genau ein halbes Jahr. Und ich freue mich einfach, meine Freunde und Family wieder zu treffen. Und ich möchte einfach meine Sachen auch verkaufen. Ich habe meine Wohnung ja schon abgegeben, aber meine Sachen sind da immer noch gebunkert. Dementsprechend, ist das ein ganz guter Zufall, beziehungsweise etwas, was nicht geplant war, aber was sich so ergeben hat und was sich einfach gerade richtig anfühlt. Und dann freue ich mich auch am 19. wieder zu verreisen, und zwar nach Mexiko. Und dort möchte ich tatsächlich dann auch schauen, einfach ob mir das Leben dort gefällt, ob ich es mir vorstellen könnte, dort zu leben, beziehungsweise folge ich einfach wieder dem Flow. Ich will gar nicht so viel Planung machen, sondern ich bin dort. Ich weiß, ich möchte da auf jeden Fall etwas für mich finden, wo ich auf jeden Fall Einkommen generieren kann, so wie ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen, wie Spanisch lernen, Salsa und Bachata lernen, ich liebe tanzen, und da es ja auch in diese Richtung herkommt, möchte ich es auf jeden Fall in Mexiko machen. Und alles Weitere ist noch nicht geplant und lasse ich so flowen und folge einfach meiner Intuition und den Impulsen, die ich jeden Tag habe. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich tatsächlich auf Deutschland, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin irgendwie aufgeregt, was sich so verändert hat, und einfach generell wieder meine Herzensmenschen in den Arm nehmen zu können. Und tatsächlich freue ich mich richtig auf die Restaurants. Also ich glaube, das habe ich sogar am meisten vermisst. Dieses vielfältige, leckere Essen, was man einfach in Deutschland hat und was ich jetzt hier in meinen Reisen, was es nicht so gab. Genug geplaudert. Ich glaube, das Video ist jetzt über eine Stunde lang. Geht über eine Stunde lang. Und falls ihr bis zum Ende geschaut habt, Chapeau. Und ich drücke euch. Bis bald. Und wer bis zum Ende geschaut hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich möchte natürlich auch wissen, wer eine krasse Aufmerksamkeitsspanne hat und meinen Worten bis zum Ende zugehört hat.